Hallo AVOPs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Marco. Es ist wieder Preview-Time. Ja, wir können neue Modelle zeigen. Das sind schon die korrekten Farben. Nein, das ist nicht. Ja, so sehen Prototypen aus, die wir von Ximbao bekommen. Also ja, sie suchen sich die buntesten Steine aus, die sie haben. Ja, man ist froh, wenn man mal einen in der richtigen hat. Ja, das macht das Aufbauen übrigens spannend. So kleiner Funfact aus dem... ja, und wenn man glaubt, dass sie dann wenigstens, keine Ahnung, einmal zwei Plate immer in derselben Farbe nein, auch nicht. Nein. Man kann sich nicht mal darauf verlassen. Das macht den Aufbau echt spannend. Aber gut, heute geht es um die Mid-Size-Modelle, wie ihr unschwer erkennen könnt. Letztes Mal haben wir euch schon die 6 Mini-Modelle vorgestellt und heute geht es um die Mid-Size. Und da haben wir auch eine gewisse kulturelle Abwechslung. Ja, einmal alles durch, ne? Einmal alles durch. Fangen wir doch in der Mitte mal an, bei den Klingonen. Oh ja, ein ganz klassisches Modell. Ja, ein D7-Schlachtkreuzer. Ein D7-Schlachtkreuzer. Noch älter als dieser Ktinga-Kreuzer, den wir da drüben stehen haben, das Minimodell. Also definitiv Originalserie, Original Series. Sieht man auch hier an dem Print. Ja, genau. Das zeigt auch quasi das Logo der Originalserie, einfach nur Star Trek. Müsste auch stehen, wie lang er war. 228 Meter. Okay, ich habe gelesen, dass hier irgendwie diese Disruptor-Bänke waren und da vorne müsste ein Loch sein. Hat er ein Loch? Hat er ein Loch? Ah, kein Loch. Nein, kein Loch. Schwierig in der Größe. Schwierig in der Größe, aber da vorne kommen die Photonentorpedos raus. Genau. Das habe ich auch gelesen. Und wenn ihr euch die Bilder im Shop anschaut, wo ja schon in den korrekten Farben zu sehen ist, stellt ihr auch fest, dass hier schicke Prints draufkommen. Sehr fein. Hast du das in den Fingern gehabt? Hast du das aufgebaut? Nee, den habe ich nicht aufgebaut. Hast du nicht aufgebaut. Aber was kannst du mir als Designer trotzdem so dazu erzählen? Ja. Wir haben ja Winkel, interessante Winkel. Wir haben natürlich, jetzt muss ich mal gucken, ob ich ihn abkriege, ohne irgendwas kaputt zu machen. Ja, wir haben natürlich hier wieder einmal das Symbol des Klingonischen Reiches. Richtig, diesmal größer, weil in Welle 1 hatten wir ja nur den Bird of Prey als Minimodell. Genau. Und in Welle 2 haben wir den Ktinga-Kreuzer als Minimodell, aber hier auch das erste Mid-Size-Modell. Da kann man natürlich dieses Logo noch schicker darstellen. Was man noch mal zeigen kann, ist natürlich, also hier unten, man sieht das, diese Hinges, damit diese leichte, es ist auch nicht viel im Original, also die sind so leicht so nach unten gebogen. Ja, so kann man es gut erkennen. Genau. Und damit das auch nicht runterfällt quasi, haben wir hier natürlich nochmal so eine Plate quasi. Damit als einmal Stütze. Es geht nur bis zu dem Winkel und es geht nicht weiter. Genau, damit der Winkel auch eingehalten wird. Sonst. Das heißt, man hat erst ganz leichten Winkel, dann einen ganz starken und diese Warp-Gondeln, Disruptorbänke sind senkrecht. Das ist quasi der korrekte Aufbau. Genau. Aha. Und sonst kann ich dir vielleicht noch ganz allgemein erzählen, dass wir auch das romulanische Symbol da hätten drunter packen können. Das habe ich auch. Ja, stimmt. Die Romulaner hatten den auch. Ja. Haben die den quasi von den Klingonen, weiß nicht, per Leasingvertrag? Oder? Ja, es ist nicht so ganz klar. Also es gibt dazu unterschiedliche Versionen, ob sie den nur nachgebaut haben oder ob sie tatsächlich welche gekriegt haben im Tausch für irgendwas. Das ist so unterschiedlich. In der Originalserie wird da nicht näher drauf eingegangen. Es wird nur gesagt, dass es eine romulanisch-klingonische Allianz gab. Deswegen hatten die Romulaner den auch. Man könnte fast davon ausgehen, es hätte produktionstechnische Gründe bei dieser Serie, die damals kein allzu großes Budget hatte. Ja. Wenn man schon mal so ein Modell hatte, hat man es ein bisschen anders angemalt und bums, war es ein neues Schiff von den Romulanern. Hat man nicht mal. Es ist wirklich einfach ganz, ganz stumpf dasselbe Teil. Es hat wohl viel gekostet, das Modell damals zu bauen. Und dann hat man sich gedacht, man hätte es doch ich habe mal Bilder gesehen, dass Romulanische dann irgendwie hier so ein bisschen Flügelbemalung oder so noch drauf hatten. Aber von der Form her und in der Serie selbst wahrscheinlich das Gleiche. Es gab ja auch dann Comics und so. Und dann haben sie das noch ein bisschen. Genau. Beim Comic kann man ja auch malen, was man will. Ja, sehr schick. Okay. Erstes Mid-Size-Modell, nicht ganz so bunt, wenn es dann als fertiges Produkt kommt. Der klingonische
Schrägstrich romulanische, Ja. D7-Kreuzer. Okay, womit machen wir weiter? Jetzt reden wir schon über Romulaner. Ja, dann machen wir weiter damit, ne? Machen wir doch weiter mit Romulanern. Mit dem, glaube ich, klassischsten romulanischen Schiff, was jeder kennt. Und es ist sogar in Teilen schon grün. Ja, Das ist zwar nicht unbedingt stimmt. das richtige Grün, Nee, aber so ein bisschen. Der romulanische Deridex Warbird, über 1000 Meter lang. Sehr beeindruckendes Schiff. Also so groß, dass quasi die Defiant hier so mitten durchfliegen könnte. So, hui. Ja, Die würde da wahrscheinlich durchpassen. Bei der Enterprise würde es eng. denke ich mal, ja. Okay. Auch echt wirklich spannende Winkel. Ja, Sehr spannende bei dem Winkel. Ding muss man natürlich, wenn man ihn jetzt gebaut hat und auf den Stand setzt, Ja. ein bisschen aufpassen, weil hier oben draufdrücken Ja. würde ich nicht empfehlen. Das ist klar. Also wir haben hier, das ist jetzt noch hier noch schöner zu sehen als bei dem kleinen, wir haben hier in der Mitte einen Hohlraum. In der Mitte ist nichts. Genau. Das macht ihn natürlich, wenn man ihn aus Noppenstein baut, nicht zum massivsten und stabilsten Modell aller Zeiten. Nein, auf keinen Fall. Es funktioniert, aber wenn man drauf tritt, macht man ihn Genau. noch ein bisschen Er flacher. hält auch so, man kann ihn auch abnehmen und damit so ein bisschen rumfliegen und so. Aber wenn man ihn natürlich in der Mitte quasi nimmt und dann mal so drückt, muss man sich nicht wundern, wenn er nachgibt. Dann nimm ihn doch mal ab. Ich will ihn mal zwischen. So, der Brick. Oh, die halten besser. Hervorragend. Ja, also ein großer romulanischer Warbird. Und wenn ihr euch hier die Bilder anschaut, die Vorschaubilder, die ihr bereits jetzt im Shop seht, stellt ihr fest, da sind Prints dabei. Und Ja. zwar jede Menge. Also hier hinten, hier und da, aber auch hier. Ja, da werden die Seiten von den Plates. Wir bedrucken wirklich Plates seitlich. Die machen wir auch, ja. Hui, das ist klasse. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann fertig aussieht. Also auf den Renderings ist es schon klasse. Und ich glaube, da gab es tatsächlich auch, da ging es tatsächlich auch mit den Lizenzgebern ein bisschen hin und her, welcher Grünton trifft es am besten. Ja, das war Ähnlich wie bei den tatsächlich klingonischen Schiffen, ne? Ja, das war schwierig, weil das ist halt immer so diese Sache. Man sieht die natürlich in den Serien, aber die werden ja unterschiedlich je nach Szene beleuchtet. Ja. Und wir sind uns da teilweise selber nicht immer so sicher und verlassen uns dann natürlich auch auf das letzte Wort vom Lizenzgeber, Ja. weil wir davon ausgehen, die wissen es am besten. Ist es olivgrün, ist es dunkelgrün, ist es sandgrün? Je nach Genau. Szene kann es im Endeffekt alles möglich Wir sind sein. natürlich auch farblich eingeschränkt, sag ich jetzt mal. Wir haben halt bestimmte Grüntöne Richtig. und müssen halt gucken, welcher es am besten trifft. Also Genau. das wird garantiert nicht das richtige, perfekte Grün Wir haben sein. ja auch nur Standard-Noppensteine. Also wir haben nicht Genau. wie Kobi ich brauche jetzt die perfekte Form für ein bestimmtes Raumschiffteil, dann machen wir die Gussform halt. Wir haben normale Standardsteine. Ja. Und wie ich immer wieder sage, das ist für mich aber auch eigentlich das Schöne am Noppensteinbau, dass du mit Standardsteinen versuchst, eine Form möglichst perfekt zu treffen. Und das ist gerade bei den Star Trek-Schiffen sehr schwierig. Ja. Aber ich finde, es ist uns gut gelungen. Und wir haben hier unten, das Ja. hätten wir gerade zeigen können, wir haben hier unten ja auch dieses Symbol des romulanischen Das Imperiums. Ne? Können wir auch nochmal zeigen. Also das ist ja Können nicht wir das auch Problem. nochmal machen. Dieses Flügelsymbol. Genau. Ja, das ist, glaube ich, im Original sind das, zumindest so in den neueren Varianten, ist das so ein Vogel, der 2 Planeten hält. Okay. Also so ein Raubvogel wegen Nice. Romulus und Remus, den Ja. beiden Heimatweltplaneten Okay. der Romulaner. Ich dachte immer, das wären die Urväter des alten Rom gewesen. Aber Das auch. Nein, Star Trek würde sowas noch nie machen. dann kommen wir doch noch zum dritten und wahrscheinlich bekanntesten Modell. Ja, die Voyager. Die Voyager, da freust du dich. Und wie? Mit dieser Voyager, mit diesem Modell speziell verbindet dich ja durchaus auch einiges. Also eine ganze Zeit lang hat Niklas so schräg neben mir Schreibtisch an Schreibtisch gesessen. Ja. Und ich habe gesehen, was auf seinem Schreibtisch so los war. Also nein, ich habe seinen Schreibtisch eigentlich nie gesehen. Ich habe die Teile gesehen, die auf seinem Schreibtisch ausgebreitet Ja, waren. so sieht das aus, wenn man So sieht das dann aus. Umbauten vornimmt. Ich habe gesehen, wie er lange an einer gewissen, bereits gespoilerten Raumstation DS9 in groß konstruiert hat, dass die dann auch wirklich perfekt hält. Aber hiermit hast du dich auch beschäftigt. Ja. Was hast du gemacht? Erzähl. Oh mein Gott, wo soll ich anfangen? Was hast du nicht gemacht? Ja. Was habe ich nicht gemacht? Also im Grunde genommen habe ich einen Großteil vom Rumpf hier unten umgebaut.
weil der Deflektor hat mir nicht gefallen. Okay. Ganz einfach. Das hier vorne. Ne? Genau. Also wir nehmen sie einfach mal ab. War im ersten Entwurf, glaube ich, einfach nur, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein 1x2 Brick in Transblue. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Ich dachte mir, da fehlt noch ein bisschen was. Weil diese Deflektoren aus der Next Generation Ära, die sind ja immer so leuchtend blau und dann ist da noch so ein da ist noch was bräunlich-goldener Ton, ich weiß es gar nicht genau. Und dachte, irgendwie muss man das reinkriegen und habe dann festgestellt, wenn man den Deflektor umbaut, baut man irgendwie das ganze Schiff um. Ja, gut. Dann zog sich das bis in die Untertassensektion. Und die Form dieses Schiffs ist meiner Ansicht nach auch besonders kompliziert. Wir haben hier das muss hier nach außen gehen, das muss dann da oben aber noch mal ein bisschen nach innen gehen. Das ist halt diese Form hier ist schwierig. Und dann hat man vorne der Deflektor, das hier zum Beispiel, das geht dann auch noch mal so. Also da muss eigentlich auch noch, also da muss noch die haben wir dann versucht so ein bisschen anzudeuten. Also das ist halt sicherlich eines der schwierigsten Schiffe, was die Form angeht. Auch wenn man dieses Mal nicht den Hals hat, der immer Probleme macht. Und was mir noch aufgefallen war, ist, dass es hier vorne diesen kriebeligen Bereich gibt, wo man so denkt, da fehlt ein Stück Verkleidung. Da sieht man irgendwie so ein bisschen rein. Ja. Und das hast du dann noch gemacht. Ja, das habe ich versucht daran und ich glaube, wir haben was hingekriegt. Sieht in kunterbunt, natürlich, es ist in kunterbunt alles nicht so gut zu erkennen. Nee. Wir haben es aber auch schon in korrekten Farben bei uns im Online-Shop, könnt ihr euch anschauen. Auch da seht ihr die diversen Prints, die da noch kommen. Sehr nice. Und wir haben hier auch diese schräge Linie nach vorne zu den Gondeln hin. Und gleichzeitig können die Gondeln aber für den Warpflug nach oben klappen. Genau. Das fand ich ja immer so klasse, schon am Ende des Intros jeder Folge, wenn die dann so machen und verschwindet. Toll. Das fand ich immer klasse, dass die da halt so dieses ist auch eine Besonderheit an dem Schiff. Also kennt man so eigentlich von keinem anderen. Die Intrepid-Klasse, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ja. Die flog ja auch besonders schnell. Hatte jetzt auf dem Heimflug nicht ganz so viel gebracht. Ja, wobei, wenn man bedenkt, dass sie, als sie im Delta-Quadranten gelandet sind, ich glaube 70 Jahre vor sich hatten bei Höchstgeschwindigkeit. Das schon. Aber allein der Warp-Antrieb hätte es halt nicht. Also, nein, da hat man schon ein paar Abkürzungen gefunden. Sehr schick. Auch hier hinten, das Loch quasi hin zu den der Shuttle-Hangar. Shuttle-Hangar. Es ist alles in dem Maßstab möglichst gut getroffen. Also, um sie noch genauer darzustellen, müsste man sie schon noch größer als Display-Modell machen. Da müsste sie größer werden. Und wer will das schon? Schick. 3 Midsize-Modelle. Und, hier habe ich ja noch was. Einfach mal als Vergleich. Ne? Midsize, Small Size. Beides schick. Ihr müsst jetzt eigentlich je nachdem, wie man es anbringt. Also so wäre jetzt das im gleichen, so sind sie hier. Dann hol doch mal noch diesen Ktinga-Kreuzer. Ja. Den haben wir hier ja auch. Können wir mal vergleichen. Genau. Nicht das gleiche Modell. Nein, das ist ein anderes, aber sie sehen sich durchaus ähnlich. Also ich würde mal immer behaupten, das ist wahrscheinlich so die Weiterentwicklung. Ja. Also das ist auch die in dem Star Trek The Motion Picture Kinofilm am Anfang kurz zu sehen ist. Nicht sonderlich lang. Aber sehr schick. Ja, jetzt sind es schon 9 Sets der zweiten Welle, die wir euch gezeigt haben. Und wir werden das noch vervollständigen. Es wird noch, was wird es noch geben? Es wird noch was Großes geben. Ja. Es wird noch was noch Größeres geben. Und es wird noch was sehr Großes geben. Also, das ist jetzt eine sehr genaue Angabe. Das ist eine sehr genaue Angabe, ja, genau. Also wir haben noch keine Gadgets gezeigt und wir haben noch keine Minifiguren-Maßstabsmodelle gezeigt und wir haben noch keine Display-Modelle gezeigt. Aber ich glaube, wir können verraten, dass es in Sachen Größe nur noch nach oben geht, jetzt mit den restlichen Modellen. Oh ja. Oh ja. Naja, könnt gespannt sein. Es wird weitere Preview-Videos geben. Und demnächst kommen auch schon die ersten fertig produzierten Sets zur Kontrolle bei uns an. Dann können wir euch die Sets auch in den korrekten Farben mit den Prints zeigen. Ja. Jawohl.
Bin ich sehr gespannt. Ja, aber für heute war es dann erstmal vom Earth Space Dock und aus dem Noppenstein Studio. Ja. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Jawohl, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja. Ist schon wirklich ein bisschen bunt noch, ne? Ist es, ne? Aber ich nehme trotzdem einmal alle. Aber ich finde das so lustig. Wir haben hier 4 solche Fliesen und sie sind halt, jede ist in einer anderen Farbe. Sie können nicht einfach 4 weiße Fliesen reinklatschen. Nein, das geht nicht. Das wäre zu viel. Aber dann hat man auch so Sachen wie das hier, das ist ja schon dann relativ grau. Ja, relativ, ja. Also manchmal geht es dann doch.